Wir von Home & Smart haben schon viele Saugroboter getestet und verraten euch heute, warum der Mowa V50 Ultra Complete so gut ist. Und zwar haben wir das Testprodukt vom Mowa erhalten, aber das hat unsere Testnote nicht beeinflusst. In unserem Test wurde er sogar Testsieger. Er ist aktuell ein Bestseller bei Amazon. Im letzten Monat wurde er 2000 Mal und mehr verkauft. Und er hat 98 von 100 Punkten in unserem Test erreicht. So, wir haben den Mowa auch schon getestet und verraten jetzt nach und nach, welche Kriterien wir dafür benutzt haben. Und zwar ist es einmal so, wie bei den meisten Ultra Complete Editions, dass ein ganz hoher Lieferumfang dabei ist. Und dazu gehören viele Ersatzteile. Zum Beispiel haben wir hier 3 Ersatzstaubbeutel, 12 Wischmops, die man dann halt eben wechselt, also man kann die auch waschen, aber man wechselt die halt eben, wenn sie durch sind. Und dann haben wir sogar noch eine Hauptbürste, auch ein Verschleißteil, was gerade wenn man viele Haare im Haushalt hat, oftmals gewechselt werden muss. 3 HEPA-Filter, besonders für Allergiker wichtig. Dann die Seitenbürsten, die können auch gerne mal zerstört werden, gerade wenn man viele Teppiche im Haushalt hat. Dann rauen sich hier die Bürsten gerne mal auf. Einmal eine 1 Liter Reinigungssolution. Das ist ganz gut, weil der Dreamy natürlich eine Reinigungsmitteldosierung besitzt und man die sonst noch mal nachkaufen müsste, nachdem man schon 1000 € für ein Gerät ausgegeben hat. Und das ist eine Besonderheit vom Mowa, eine Pet Odor Solution. Das heißt, die Reinigungsmitteldosierung, das zeigen wir aber gleich noch mal, hat 2 Fächer und das ist quasi so eine parfümierte Lösung, um noch mal mehr Geruch in das Reinigungsmittel zu bringen. Es gibt einige Marken, die geben gar keine Ersatzteile mit bei ihren Produkten. Und da kosten die Produkte trotzdem genauso viel wie der Mowa. Deswegen finden wir, dass das ein großer Pluspunkt auf jeden Fall schon für das Produkt ist. Als nächstes hätten wir die Features vom Roboter selbst. Darauf würde ich jetzt als erstes eingehen. Und zwar hat der Mowa einmal diesen einfahrbaren Sensorturm. Dadurch spart er quasi nicht an der Navigation. Also er kann trotzdem genauso gut navigieren wie jeder andere Roboter mit Sensorturm. Aber er kann unter niedrigen Möbeln beispielsweise, also wenn gerade bei Wohnungen, wo viel Möbel rumstehen, unter denen wenig Platz ist, bei Sofas, bei Betten ist das oft so, oder auch bei bestimmten Kommoden, sich einfach ducken und dann darunter hindurchfahren. Das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir schon von unserem vorherigen Testsieger, den Dreamy X50 Ultra Complete. Trotzdem ist das ja natürlich ein gutes Plus und es gibt noch ein paar mehr Features, die den Mowa auch zu einem noch besseren Modell machen als den Dreamy. Aber jetzt gehe ich erstmal weiter drauf ein, was hier alles zu finden ist. Dann haben wir hier einen relativ großen Staubbehälter. Das kann sich der Mowa halt eben leisten, weil er nicht komplett flach ist. Und das ist besonders nützlich bei größeren Haushalten. Dann muss das Gerät nicht mehr so oft zur Station fahren und sich ständig ausleeren. Hier hinten haben wir einmal den Wassertank, den kann man leider nicht entnehmen. Und jetzt zeige ich mal das Gerät von unten. Also man sieht, es sind viele Ähnlichkeiten zum Dreamy da. Gibt es hier eine doppelte Bürste und die ist besonders praktisch, weil in unseren Tests von Saugrobotern hat sich gezeigt, dass das einfach die beste Art von Bürste ist, damit sich lange Haare nicht darin verwickeln. Oder wenn sie sich darin verwickeln, dann kann man die auch super leicht abstreifen, weil hier solche Gummi-Einsätze verbaut sind. Und dann wickeln die sich auch nicht so fest. Da muss man nicht schneiden, man kann das einfach abstreifen, wenn man das hier rausnimmt. Als nächstes haben wir dann hier die Seitenbürste, die ist ausfahrbar. Und hier ist auch der rechte Mop ausfahrbar, auch sehr gut für die Kantenreinigung. Und es handelt sich halt eben um die klassischen rotierenden Mops, die wir eigentlich immer empfehlen. Dann machen wir weiter mit der Station. Und zwar gibt es hier, wie es bei allen vollumfänglichen Reinigungsstationen halt eben so gang und gäbe ist, einmal einen Schmutzwassertank und einen Frischwassertank. Die sind auch beide ausreichend groß, also meistens sind die so bei 1,5 bis 3 Litern. Das kommt immer drauf an, wie groß eure Wohnung ist, was sich da eignet. Aber man muss auch dazu sagen, der Schmutzwassertank muss sowieso immer geleert werden, weil sonst wird es irgendwann eklig. Das ist ja schmutziges Wasser. Da würde ich nicht zu sehr drauf achten. Als nächstes, der Mowa hat ja auch die Funktion, dass er in der Station die Mops wäscht und trocknet. Und das passiert hier unten in der Wanne.
Und hier haben wir zum Beispiel ein Sieb, das man auch regelmäßig reinigen sollte, weil es sonst verstopft und dann könnte die Station auslaufen. Also gerade wenn jemand einen empfindlichen Boden hat, sollte man da besonders darauf achten, dass es nicht verstopft. Aber das ist jetzt keine Besonderheit von Mova. Das haben eigentlich alle vollumfänglichen Reinigungsstationen. Und als letztes zeige ich hier mal das Innenleben. Und das ist einmal der Staubbeutel, auch nichts Besonderes. Das ist eigentlich ein bewährtes System, dass es hier so seitlich ist. Manchmal haben die das auch so ein bisschen anders, aber das finde ich eigentlich am besten, weil man so auch einfach vermeidet, dass der Staubbeutel irgendwie komisch hängen bleibt oder sich verklemmt. Und wir haben hier den Reinigungsmittelbehälter und da sieht man schon, es gibt ein Fach für das Reinigungsmittel und eins für den Pet Odor. Und dann schiebt man das einfach noch mal rein, wenn man das aufgefüllt hat. Und die Station sagt auch Bescheid, wenn es noch mal leer ist. Okay, als nächstes werde ich jetzt die App zeigen. Und die ist wie bei den meisten Premium-Saugrobotern ziemlich funktionsreich. Das heißt, man muss sich ein bisschen einarbeiten und gucken, was für die eigene Wohnung am besten passt. Aber dafür hat man auch eine Chance dazu, sehr individuell zu reinigen. Und zwar zeige ich jetzt einmal hier die benutzerdefinierte Reinigung. Hier sieht man auch schon eine Karte, weil wir das Gerät schon mal getestet haben. Und das ist einmal hier der Reinigungsmodus. Also man kann saugen, wischen, staubsaugen und wischen, wischen nach dem Saugen und die Raumreinigung anpassen. Die Raumreinigung anpassen würde bedeuten, dass man pro Raum eine eigene Reinigungsroutine erstellt. Man kann die Wischtemperatur einstellen. Das ist was Besonderes, was der Dreamy zum Beispiel noch nicht konnte, unser vorheriger Testsieger. Man kann warm und normal wischen. Und das ist gerade dann gut, wenn man irgendwie stärkere Flecken in der Küche hat oder sowas. Also gerade bei Böden, die nicht so empfindlich auf Wärme sind, würde ich das einstellen, damit das einfach ein bisschen, das ist immer hygienischer, wenn man warm wischt natürlich. Und dann kann man auch die Feuchtigkeit einstellen. Das richtet sich auch nach den Böden, die in der Wohnung verbaut sind. Bei Holz wäre ich ein bisschen vorsichtiger, da würde ich vielleicht eher feucht oder leicht trocken einstellen, je nachdem. Ja, jeder kennt ja seine Böden am besten und nass kann man dann wirklich einstellen, wenn man Fliesen hat oder Marmor. So, als nächstes haben wir dann auch die Frequenz der Rückkehr zum Waschen des Wischmops. Das richtet sich ebenfalls danach, wie schmutzig die Wohnung ist und wie sauber ihr es dann oder wie hygienisch ihr es dann am Ende haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, nach der Küche will ich auf jeden Fall, dass der Mob gereinigt wird, weil der vielleicht ein bisschen schmutziger da wird und ich will den Dreck von der Küche nicht im Wohnzimmer haben, dann stellt das auf jeden Fall ein. So, als nächstes haben wir dann hier die etwas tiefergehenden Einstellungen, sag ich mal. Das ist einmal der Reinigungsverlauf. Hier sieht man einfach Protokolle von den letzten Reinigungen. Dann geplante Reinigung, das ist quasi ein Zeitplan, den man einstellen kann für die Zukunft. Und die Teppichreinigung, das ist eine der Reinigungen, die ich persönlich am wichtigsten finde, wenn man Teppiche hat. Und zwar Wischmopp anheben, das zum Beispiel, das ist die wichtigste eigentlich, weil wenn ihr den Wischmopp nicht anheben lässt, dann wird euer Teppich nass und das kann bei teuren Teppichen oder empfindlichen Teppichen ein bisschen blöd sein. Es gibt dann noch die Möglichkeit, wenn ihr die erste Einstellung mit dem Wischmopp entfernen, aus irgendeinem Grund nicht nehmen wollt, dass ihr zuerst die Teppiche reinigt. Das mache ich persönlich immer und dadurch befährt halt eben der Roboter die Teppiche vor allen anderen Böden und die Mops sind dann auch noch nicht nass. Außerdem kann man das Gerät auch fernsteuern. Und das ist besonders praktisch, weil man dann auch wirklich sagen kann, okay, hier in der Küche ist jetzt eine Ecke, die schmutzig ist und die ist immer noch schmutzig, zum Beispiel nach dem ersten Reinigungsdurchgang oder so. Und ich will jetzt genau sagen, was der Roboter reinigen soll. Und wie man sieht, kann man ihn hier einstellen, dann fährt er den Sensorturm aus. Man kann ihn drehen und auch zum Beispiel um 180 Grad direkt drehen lassen. Da muss man nicht so viel feinjustieren beim Steuern und man kann ihn geradeaus fahren lassen. Und dann saugt er auch direkt. Was der Mova jetzt besonders gut im Test gemacht hat oder was ihn besonders gut macht, ist einmal, er kann ebenfalls 4 bis 6 cm klettern.
Das kommt darauf an, wie die Kante beschaffen ist. Ist die Kante ein bisschen abgestuft, schafft er 6 cm, aber 4 cm schafft er auf jeden Fall. Das macht ihn zum perfekten Modell für komplexere Wohnungen. Zum Beispiel Altbauwohnungen haben oft unterschiedliche Bodenhöhen oder auch Schwellen. Als nächstes hat er dann eine sehr gute Kantenreinigung und Eckenreinigung wegen der ausfahrbaren Komponenten. Er saugt mit 24.000 Pascal Saugkraft sehr gut, auf Teppichen vor allem. Und Haare verwickeln sich nicht so stark in den Bürsten. Einfach wegen der Technologien, die ich eben gezeigt habe. Zu Beginn unserer Tests überprüfen wir immer, wie sich das Modell in Standardeinstellungen verhält. Und das war beim Mover sehr zufriedenstellend. Als nächstes machen wir dann die Härtetests und die beginnen immer damit, dass wir auf unserer Home & Smart Fußmatte, die so ein bisschen verhakte Fasern auch hat, Kunstfell und lange Haare verteilen. Das Kunstfell reiben wir dann immer so ein bisschen ein, damit es auch wirklich schwierig ist. Also wir legen das nicht nur drauf, sondern wir gucken auch wirklich, wie es halt eben im Alltag auch sein kann. Wenn eine Katze oder ein Hund auf dem Teppich liegt, dann sind die Haare ja auch fest da drin. Und da hat der Mover eine gute Figur gemacht. Es gibt zwar noch 1, 2 Modelle, die das ein bisschen besser machen, aufgrund von einer Technologie bei einem anderen Hersteller. Aber unter den Modellen Dreamy, Roborock und Mover macht er das eigentlich am besten oder mit am besten. Als nächstes machen wir dann unsere Ecken- und Kantenreinigung. Dabei verstreuen wir dann so ein bisschen Kaffeepulver in der Ecke, auch relativ großzügig. Und da hat er nun wirklich gute Arbeit geleistet. Also oft sieht man bei Geräten, dass sie das Kaffeepulver eher so ein bisschen verteilen, weil die Bürste auch so sehr ausschwenkt und es dann in die Mitte des Raumes geschleudert wird, was eigentlich auch gut ist, weil der Saugroboter dann drankommt. Aber bei ihm war es jetzt so, dass er das wirklich in sich reingeschaufelt hat. Und als letztes machen wir dann noch in der Küche auf den Fliesen so einen kleinen Wassertest oder Teetest. Also wir nehmen eine Flüssigkeit und gucken, wie gut er das aufnimmt. Am Ende gucken wir dann unter den Roboter. Wir gucken, hat sich etwas in den Bürsten verfangen? Wie sehen die Mops aus nach der Reinigung? Während des ganzen Tests schauen wir uns auch alle anderen Features an. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei Mover gucken wir, wie hoch kann er wirklich steigen. Das Übersteigen von Schwellen findet bei Mover genauso elegant statt, wie wir es vom Dreamy zum Beispiel kennen. Also er hat hier an den seitlichen Rädern auch solche Gelenke, mit denen er sich aufbockt. So ein bisschen wie so ein Käfer und sich dann einfach auf diese Schwelle drauf hieft. Während es bei anderen Modellen, wie zum Beispiel beim Roborock Saros, so ist, dass er einfach so wie so ein Rambock ein bisschen so drüber schrappt. Wir finden das ganz gut, wie Mover und Dreamy das machen, weil es ein bisschen leiser ist einerseits und andererseits einfach den Roboter auch nicht so beansprucht. So, das waren unsere Testergebnisse vom Mover. Er hat ja dann auch 98 von 100 Punkten bekommen. Also wir haben eigentlich kaum was auszusetzen gehabt. Das Einzige, was während unseres ersten Tests noch war, aber was sich jetzt irgendwie in Luft aufgelöst hat, das heißt, es war wahrscheinlich irgendeine Verklemmung am Gerät. Bei unserem Test hatten wir nämlich noch reingeschrieben, dass ein Kontrapunkt ist, dass man den nicht so leicht in die Station heben kann. Aber jetzt ist es so, dass es immer noch so ist. Ah, okay. Ja, okay. Wenn man ihn dann ausschaltet, das haben wir jetzt rausgefunden, dann ist es viel einfacher, ihn hier reinzubekommen. Und normalerweise ist es ja auch bei Premium-Saugrobotern nicht so, dass man das häufig machen muss. Also unser einziger Kontrapunkt hat sich eigentlich in Luft aufgelöst, dadurch, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Es ist ein bisschen umständlicher zugegebenermaßen als bei anderen Robotern, wo das auch funktioniert, wenn sie eingeschaltet sind. Aber es funktioniert. Das ist jetzt unser Testsieger. Wir haben aber noch ganz viele andere Kategorien, wie zum Beispiel Preis-Leistungssieger, günstige Alternative und empfehlen auch noch andere Geräte, damit jeder das passende Gerät für sich finden kann. Nicht jeder will über 1.000 € für einen Saugroboter ausgeben. Aktuell ist der Mover recht häufig reduziert. Er hat ja die UVP von 1.399 € und wenn ihr ihn unter 1.000 € irgendwo seht, meistens bei Amazon, dann würden wir auf jeden Fall empfehlen, zuzuschlagen, denn das ist ein wirklich günstiger Preis. Die meisten Modelle unter 1.000 € können nicht klettern. Viele haben keine Reinigungsmitteldosierung, außer die meisten Modelle von Mover. Und gerade all diese Komfortfunktionen mit warmem Wasser wischen oder UV-Desinfektion oder Trocknung, das
Staubbeutels. Das sind alles Premium-Funktionen, die man unter 1.000 € sonst nicht bekommt. Außerdem haben wir auch noch unseren Saugroboter-Vergleich als Video. Darin findet ihr die besten Modelle 2025. Tschüss!